willkommen bei Tanz im Herzaugenblick, die Lektionen von einem Kurs in Wundern. Wir sind heute bei der Lektion 60 angelangt und es ist die letzte Wiederholungslektion, bevor es morgen wieder mit den neuen Botschaften weitergeht. Das heißt, wir sind bei den Tageslektionen 46 bis 50. Und bevor wir starten, machen wir wieder die Körperzentrierungsübung. Wir schließen die Augen, spüren unseren Körper in dem Raum, in dem wir sind. Und dann kreisen wir die Hüfte, machen eine liegende Acht und nehmen den ganzen Körper mit in diese runde Bewegung, die immer wieder durch die Mitte führt. Eine liegende Acht. Werde ganz locker in deiner Wirbelsäule, in deinen Hüften und auch in deinen Knien. Und dann komme langsam wieder zur Ruhe. Lass die Bewegungen immer kleiner werden. Und dann fühle noch nach. Dann beuge leicht die Knie. Nimm einen tiefen Atemzug, während du die Schultern hochhebst, vorne hoch. Und beim Ausatmen hinten hinunter. Und dann beuge noch leicht die Knie, dass du einen guten Stand hast. Und öffnen wir wieder die Augen. Und kommen zu der Wiederholung, Lektion 46. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. In Gottes Liebe ist es leicht zu vergeben, weil wir erkennen, dass gar nichts passiert ist. Da diese Illusion hier nicht wahr ist, sind wir alle schuldlos. Egal, was wir getan haben, jetzt tun oder noch tun werden. In Wirklichkeit, in Wahrheit sind wir Liebe und schuldlos. Und in dieser Liebe fällt auch das Vergeben leicht, weil ich vergebe das, was nicht passiert ist. So machen wir die Körpergeste dazu. Das heißt, Gott ist die Liebe. Das pochende Herz, diese Liebe, in der ich vergebe. Und bei Vergeben lassen wir alles los. Wir lassen alles fallen. Wir vergeben. Wir machen leicht. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Dann Lektion 47. Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue. Das ist dieses, wo wir uns in Gottes Arme fallen lassen. In Gottes Armen ist alles möglich. Ohne Angst, ohne Ärger. Wir sind schuldlos in ewiger Liebe. So, Gott ist die Stärke. Und nun, ich muss kurz schauen, nach hinten fallen lassen, aber schau, dass du einen guten Boden hinter dir hast, auf die ich vertraue. Nochmals, Gott ist die Stärke, auf die ich vertraue.
Okay? Gut. Lektion 48. Es gibt nichts zu fürchten. Wenn ich eine Welt sehe, der ich vergeben habe und die mir vergeben hat, gibt es nichts mehr zu fürchten. Wir alle sind Freunde, liebende und segnende Gefährten, dienen einander unterstützend auf dem Weg zum gleichen Ziel. So die Geste ist, wir machen uns so klein und erstarren und zittern gleichzeitig, so richtig, wir fürchten uns, aber es gibt nichts zu fürchten. Und mit diesem, es gibt nichts zu fürchten, richten wir uns wieder auf. Wir stehen mit geradem Rücken hier, mit offenen Armen, offenem Herzen, Schultern nach hinten, offener Blick, Kopf gerade. Wir sehen ohne Furcht in diese Welt, aufgerichtet. So, wir machen uns für diese Übung klein, wir fürchten uns, wir zittern und erstarren gleichzeitig, wir sind ohnmächtig, wir können nichts tun und wir erinnern uns, oh, es gibt nichts zu fürchten. Lektion 49. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Seine Stimme ist unsere Navigation und sie hört niemals auf, egal ob wir darauf hören oder nicht hören. Sie führt uns zum Ziel und das Ziel, das gemeinsame Ziel, ist die Wahrheit. So lauschen wir der Stimme Gottes. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Und während ich der Stimme, also Stimme Gottes, das heißt, du gibst deine Hand hinter dein Ohr und richtest sie Richtung Himmel. Und während wir die Stimme lauschen, schließen wir unsere Augen, damit wir besser hören. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Wir sind geführt. Lektion 15. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. So geben wir uns in die Arme Gottes. Dort sind wir erhalten. Wir sind gehalten, genährt. Die Geste dafür ist unsere Hände aufs Herz, Kopf sanft in den Nacken, Kiefer locker lassen, sodass sich der Mund auch etwas öffnet und ganz sanft beginnst du zu wiegen, wie ein Baby. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Und die Augen schließen auch dabei. Fühle dich sicher und gehalten von der Liebe Gottes. So setzen wir alle 5 Lektionen zusammen. Es beginnt mit Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Und Gott
ist die Stärke, auf die ich vertraue, weil es gibt nichts zu fürchten. Die Stimme Gottes spricht den ganzen Tag zu mir. Ich werde von der Liebe Gottes erhalten. Ich spüre diese starke Kombination dieser Lektionen. Du bist nicht allein, du bist mächtig, du bist unschuldig. So. Lauschen wir der Stimme Gottes und lassen wir uns führen durch diesen Tag und durch dieses ganze Leben auf dem Weg zur Wahrheit.